in diesem Buch unterschieden zwischen 4 Ebenen, von 4 menschlichen Beziehungsebenen. Und wenn man dann so von unten nach oben geht, die unterste Ebene ist die Eltern-Kind-Beziehungsebene. Also wie gehen Eltern mit ihren Kindern um, wie erleben Kinder ihre Eltern und was gibt es da für Gewalt auf dieser Ebene. Dann die nächste Ebene ist die Beziehungsebene, die partnerschaftliche Beziehungsebene, wo Männer und Frauen sich da auch sagen, sie wollen zusammenleben und sie wollen Leben zusammen gestalten und so, wo wir dann auch sehen, wie viel Gewalt auf dieser Ebene, also zwischen Männern und Frauen ausgeübt wird. Die dritte Ebene, die ich unterscheide, ist dann die Ökonomie, also das Wirtschaften. Und die Frage, ja, warum und wie wirtschaften wir? Machen wir das in einer kooperativen Art und Weise? Oder wird das eben, wie wir es hier haben, ist es eine Konkurrenzwirtschaft, wo es dann Hauen und Stechen gibt und eben auch entsprechend viel Gewalt? Und dann die vierte Ebene wäre dann die politische Ebene, eine politische Ebene, wo es eben darum geht, um Staaten, Staatsgewalt. Und was machen die Staaten eigentlich mit ihrer Gewalt? Nach außen wie nach innen, also sowohl gegenüber anderen Staaten als auch gegenüber ihren Bürgern, über die sie dann letztendlich herrschen. Also das sind, denke ich, 4 Ebenen, die man gut unterscheiden kann, wo man auch deutlich sehen kann, ja, dass die sich gegenseitig bedingen. Weil nämlich, wenn du Kinder hast, die Gewalt erleben, ja, dann werden diese Kinder diese Gewalt in die Gesellschaft haben. Diejenigen, die jetzt das machen, wo du sagst, Entscheidungen treffen, die Gewaltentscheidungen treffen, die also auch Aufträge geben, ne, also so ein Politiker, der geht ja nicht selbst mit der Pistole hin und der schießt jemanden, sondern der gibt ja den Auftrag, ja, der gibt ein Dekret heraus, wo dann seine Truppen die Polizei ausrückt und Leute dann eventuell sogar tötet. Ja. Also das sind ja dann immer Menschen, die solche Entscheidungen treffen, die auch mit ihren Worten dann so viel Hass und Gewalt in die Gesellschaft bringen, ja, die können sich auch anders entscheiden. Also es ist immer, das, glaube ich, muss man sich ganz klar sein. Ich bin ein Mensch und als Mensch bin ich ein Subjekt und als Mensch habe ich auch einen freien Willen. Und als Mensch kann ich so oder so entscheiden. Ich kann etwas Konstruktives entscheiden. Ich kann sagen, ich mache etwas, was auf Liebe, Fürsorge, was auf gegenseitigen Respekt beruht, ja, wo ich auch will, dass es dem anderen gut geht. Oder ich kann eine Entscheidung treffen, wo ich sage, ja, und so nieder mit den Feinden und letztlich alles ausradieren, was meiner Meinung und meinen Interessen entgegensteht, alle Menschen unter Stress setzen und so. Also das ist immer eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung jeden Tag. Jeden Tag können auch diejenigen, die jetzt so Gewaltentscheidungen treffen, könnten auch sagen, ich steige da aus, ich mache das nicht mehr. Weil das Wichtige ist ja auch dabei zu erkennen, sobald ich eingestiegen bin in das Gewalttätertum, also wenn ich selbst jemand bin, der Gewalt direkt oder indirekt Gewalt über andere Menschen ausübt, dann bin ich Täter an mir selbst. Überhaupt nicht, muss man sagen. Jede Politik, die mit Angstszenarien arbeitet, ja, ob das jetzt der Feind, der Feind im Außen ist, die Deutschen, wie man sagt, ja, der Franzose ist ein Hauptfeind oder der Russe ist ein Hauptfeind oder früher noch, ja, die Preußen und die Bayern, ja, dass es sich auch da immer Feindbilder, man muss immer Feindbilder schaffen, ja. Später hat man jetzt dann gesagt, ja, der Terrorist ist der Feind, ja. Ja, Terrorismus ist der Feind. Und jetzt ist das Klima der Feind. Oder jetzt, aktuell, ja, haben wir auch der Virus. Jetzt ist plötzlich ein Virus der allergrößte Feind der Menschheit. Ja. Und jetzt führt man dann plötzlich einen Krieg gegen einen Virus. Das muss man vorstellen. Ja. Krieg gegen einen Coronavirus zu führen. Wie absurd ist es. Ich glaube, das wird jetzt ohnehin vielleicht zum Treppenwitz des 21. Jahrhunderts, dass die Menschen mal versucht haben, für eine gewisse Zeit einem Virus den Krieg zu erklären. Also was sowas von absurd ist, ja. Und weil wenn du einem Virus den Krieg erklärst, wem erklärst du denn dann den Krieg? Den Menschen, an denen dieser Virus dran ist oder die du dann sagst, ja, das sind jetzt Virenschleudern, ja. Und dann musst du extreme Gewalt gegen diese Menschen ausüben, die dann
die du da sagst, ja, das sind potenzielle Virenträger, ja, dann werden die eingesperrt, in Quarantäne gesteckt, dann werden denen die Masken aufs Gesicht gesetzt, also die keine Luft mehr kriegen. Du schränkst sie ein darin, dass sie dürfen mehr singen, lachen und tanzen. Alles ist dann plötzlich gefährlich und verboten. Und du darfst den Beruf nicht mehr ausüben, in Kontakt kommen mit anderen Menschen. Du wirst gezwungen, sozusagen, dich zu isolieren. Ja? Und wenn du dann in Quarantäne bist und gibt es keinen, der dir das Essen da vor die Tür schiebt, wirst du ja verhungern. Also es wird extrem eingeschränkt, wird dann das Leben der Menschen, es werden ihre Bedürfnisse eingeschränkt. Im Krieg, ja, also plötzlich befindet man sich in den Gesellschaften und global im Krieg gegen einen Virus. Und das ist sowas von absurd und stellt natürlich die Frage, wer hat jetzt da wieder Interesse daran? Wer will jetzt das wieder sozusagen politisch ausnutzen zu seinen Gunsten, dass die Menschen jetzt so alle, ja, dann so überwacht und kontrolliert werden und wehe dem, du hältst dich nicht dran, dann wirst du bestraft, dann kommt die Polizei. In Australien patrouilliert das Militär auf den Straßen, ja. Und ja, das ist extreme Gewalt, was wir gerade im Moment auch erleben. Nicht umsonst hat Macron hat ja gesagt, wir sind im Krieg gegen den Virus, ja. Das ist also eine Kriegserklärung gegen uns Menschen, ja, gegen unsere Bedürfnisse, unsere grundlegenden Bedürfnisse. Und ja, man muss mal gucken, wo das wieder endet. Ja. Also wie viel Tote dieser Krieg letztendlich kosten wird oder schon gekostet hat, die Menschheit auf eine gewisse Weise ja so gegen sich selbst führt. Also wenn also diejenigen, die diesen Krieg da angezettelt haben, jetzt auch das alles selber befolgen, was sie anderen Menschen dann aufdrücken, was haben denn die dann für ein Leben? Ne? Also im Endeffekt kommt man das fast so vor, als wie das eben die Menschen in den kollektiven Selbstmord zu treiben, indem du dich selbst als Virus dann siehst oder als das Problem. Ja. Bloß weil du potenziell ein Virusträger bist. Da wird es so absurd, kann man gar nicht mehr steigern teilweise. Und trotzdem sind unglaubliche Zerreißkräfte am Werk. Also das ist wirklich, auf der einen Seite würde jemand vielleicht zum Beispiel sagen, naja, du bist jetzt ein Verschwörungstheoretiker oder ein Corona-Leugner oder ein, weiß ich nicht was, ja. Da gibt es ja die tollsten Wortschöpfungen mittlerweile. Oder ein Menschenfeind oder ein Nicht-Impffanatiker oder ein Impffanatiker. Es geht ja in beide Richtungen rein. Warum, abgesehen von der Angst, die kreiert wird, warum geht man so stark aufeinander los, die beiden Lager? Was steckt denn da dahinter? Also die Angst. Die Angst, die geschürt wird. Das wird erstmal so medial. Ich schaue schon lange keine offiziellen Medien mehr an, weil sonst würde ich ja permanent mit dieser Angstpropaganda behelligt werden. Aber Menschen, die sich das anschauen, ja, die geraten in Angstzustände, ja, dann läuft dann so eine die alte ältere Frau, die gestern wieder gesehen, die läuft dann am helllichten Tag, läuft die dann so mit so einer Maske rum und kann sich kaum bewegen und so, aber trotzdem scheint die da so voller Angst zu haben, dass sie meint, sie braucht jetzt diese Maske. Also, und meine Analyse, der psychologischen Analyse ist, dahinter stecken eben diese Urängste, von denen ich vorher gesprochen habe. Also Urängste, ne? Wenn du einen Abtreibungsversuch erlebt hast, wenn du in der Schwangerschaft erlebt hast, deine Mutter trinkt, die raucht, deine Mutter erlebt vielleicht sogar Gewalt von ihrem Partner. Du hast dann diese Geburtsprozesse, bei denen du Todesängste ausstehst. Also da wird, glaube ich, die Urangst geweckt. Ja? Also das ist nicht die Angst, die tatsächlich dann real da ist, die den Menschen dann die sie dann so verunsichern, sondern weil dadurch die Urängste getriggert werden. Die Urängste, die sie ohnehin in sich haben, die kommen dann nach oben und ja, und das ist das, worunter die Menschen letztlich leiden. Ja, diese verdrängten, abgespaltenen Urängste, auf die kann man aufsatteln, ja, mit der Propaganda und kann den Menschen dann diese Angst sozusagen einreden. Und dann ist der nächste Schritt ganz einfach. Das ist überhaupt psychologisch überhaupt nicht schwer. Menschen, die Angst haben, die haben Stress. Stress erzeugt Aggressivität, ja, du bist dann aggressiver, hast auch Wut, möchtest dich auch befreien von diesem Zeug da, möchtest du wieder frei sein und jetzt geht es aber nicht, ja, jetzt entsteht da Wut und jetzt ist die Frage, auf wen kannst du deine Wut richten? Ja? Und wenn du nicht diese Wut richtest gegen die dir jetzt das Ganze antun, die ganzen Maßnahmen dann verordnen, sondern
dann brauchst du ein Ventil. Und dann richtet sich deine Wut halt gegen Leute, die dann auch noch propagandistisch angeboten werden, die jetzt nicht mitmachen, die jetzt da protestieren, die dagegen sind. Dann gerade wird diese Wut gelenkt auf andere. Und dann bekommst du noch die entsprechenden Stichworte, ja, geliefert und die plapperst du halt dann nach. Und dann entsteht dadurch so ist diese Spaltung auch in der Gesellschaft, die wir jetzt im Moment ja auch haben. Ne? Und, aber rein psychologisch kann man auch sagen, jeder, der andere beschimpft und beschuldigt und irgendwelche Schimpfworte gibt, und es gibt ja das schöne Bild, ne? Also sagen, wenn du mit einem Finger auf einen anderen Menschen zeigst, zeigst du mit 3 Fingern gleichzeitig auf dich selber. Also von daher bin ich auch nie beeindruckt davon, wenn mich jetzt jemand irgendwie beschimpft oder so hinstellt als Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner oder sonst was, bin ich überhaupt nicht beeindruckt, weil ich denke, der macht alles, im Endeffekt macht er lauter Selbstaussagen. Der sagt was über sich selber aus, wie er gerade so drauf ist. Und mit mir hat es überhaupt nichts zu tun, weil ich bin jemand, der sich seit 2 Jahren, also ganz intensiv auch mit allen möglichen Zahlen und Berichten und sonst was auseinandersetzt und der halt auch sieht, wie hier gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Das ist also, es gab nie irgendwie eine Gefahr, dass das Gesundheitssystem wegen Corona zusammenbricht, dass es nicht genug Intensivbetten gibt. Im Gegenteil, man hat die Betten abgebaut. Das Geld, das da reingesteckt wurde in dieses ganze System, ist nur versickert und letztendlich wird uns da etwas auch vorgemacht, vorerzählt, angefangen von diesem gefährlichen Virus bis hin zu dem, dass man durch den PCR-Test da irgendwie diesen Virus überhaupt messen könnte und dass die Lockdown-Maßnahmen was bringen, dass Masken was bringen und so. Also werden wir im Moment ja dermaßen betrogen und belogen, ja. Und ja, das zeigt halt, dass hier massiv Gewalt ausgeübt wird und dass es nicht um den Gesundheitsschutz geht. Also das ist überhaupt nicht, dass sich kein Mensch letztendlich dafür interessiert, ob es dir gut geht oder nicht, ob gesundheitlich, das interessiert überhaupt keinen mehr. Da geht es um Macht, da geht es um Geld. Und ich habe jetzt vor kurzem dann eine Grippe gehabt, einen grippalen Infekt, habe ich mich dann auch testen lassen. Übrigens auch mit diesem Test, da ist die Ärztin da in die Nase reingefahren, in den Rachen. Ich hätte fast übergeben müssen. Ja. So invasiv ist ja dieses Testen da. Und dann war ich halt positiv. Ja, und okay, jetzt seitdem habe ich diesen genesenen Status. Und bei meiner Frau war das Gleiche. Auch grippaler Infekt mit entsprechenden Symptomen, auch testen positiv. Sie ist zweimal geimpft, das Gleiche. Also für mich ist auch aus persönlicher Erfahrung ganz klar, das Ganze ist nichts anderes als eine saisonale Grippe, die halt immer als Wellen durchgeht. So. Und mal hast du nicht. Und Corona ist so da oben drauf gesetzt. Also man versucht also aus einer Grippewelle jetzt was zu machen, die politisch zu funktionalisieren. Es sind ja viele zu dir gekommen, die haben ja das Thema selber sich anschauen wollen in den eigenen Selbstbegegnungen. Was hast du da nochmal gesehen als Thema? Weil das überschneidet sich ja mit einigen, was du gesagt hast. Aber mir ist das so wichtig, weil ich weiß, dass dann viele, wenn du das sagst, die werden dann sagen, na ja, das meint halt der Professor Dr. Franz Robert. Ja, das ist halt wieder so einer von denen, sage ich jetzt ganz, ganz platt jetzt mal, ja. Aber in den Selbstbegegnungen, das ist mir so wichtig, zeigt sich ja immer, was steckt wirklich hinter den Fassaden, hinter den Masken, hinter den großen Worten. Und dann zeigt sich einfach die nackte, brutale Wahrheit oftmals, ja. Mhm. Kannst du da ein paar Praxisbeispiele nennen? Habe ja auch selbst dann 2020, im März 2020 eine Selbstbegegnung gemacht, ich und dieser SARS-CoV-2-Virus und was bedeutet das für mich? Am Anfang dachte ich, ja, das kann ich ignorieren, das bedeutet ja nichts. Und dann habe ich aber gesehen, es spiegelt schon etwas wider. Es ist auch in mir da etwas an Gewalterfahrung, an Traumaerfahrung noch gespeichert, was dann getriggert wird. Und es war eben so eine frühkindliche Gewalterfahrung, wo ich fast auch an Überhitzung gestorben werde. Und zwar Überhitzung, weil sich mein Körper überhitzt hat, weil es so kalt war. Sozusagen die Atmosphäre in meinem Elternhaus, bei meiner Mutter und meinem Vater, die war so eiskalt, ich musste mich quasi selber die Körpertemperatur überhitzen, damit ich nicht erfriere. Und habe also extrem unter dieser Lieblosigkeit und dem Nicht-Dasein meiner Eltern gelitten.
Also insofern probiere ich das immer bei mir selber aus. Und wenn ich das jetzt dann auch, wenn dann Leute zu mir kommen und haben ein Thema damit, dann sehen wir auch immer, dass ich das, was so unter dem Stichwort Corona oder Stichwort, ich habe Angst vor einer Zwangsimpfung und so oder Masken, dass sich dahinter auch immer ganz persönliche Themen verbergen. Und wenn du dir die anschaust, dann merkst du, okay, da wird was aus deiner persönlichen Biografie getriggert. Und wenn du das dann zum Beispiel auch oft, ne, Impfen, sexuell, ist halt was Penetratives, ne? Das ist ein Eindringen in den Körper, sexuelles Trauma, sexuelle Gewalt, ja? Also was dahinter steckt. Also man kann das dann aufklären und kann zumindest den Menschen da auf dieser Ebene Entlastung bieten, dass sie sagen, also dieses Thema, das ist Stichworte und so, sie nicht mehr in Angst und Panik versetzen. Also dadurch kann man den Menschen dann schon helfen, dass sie wieder gelassener werden, ruhiger werden, das Ganze wieder ein Stück ja, so sehen, wie es halt tatsächlich ist. Man muss keine Angst vor diesem Virus haben, sondern wenn jemand erkrankt ist, gut, dann soll halt die Medizin, so gut sie kann, den Menschen helfen. Aber allein die Medizin, auch das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Allein diese Art von Medizin, die wir haben, die beansprucht, ja, sie könnte uns quasi helfen und heilen. Diese Art von Medizin kann das nicht, weil sie uns nicht als Menschen sieht. Weil sie uns nur als Körper sieht, die irgendwie mechanisch funktionieren, wo man da irgendwas reinstecken kann und hofft, dass da was rauskommt dabei an. Wenn eine Chemie oder so reinsteckst und dann hoffst du, dass dann irgendwelche Symptome sind, was ja nicht der Fall ist. Was wir ja schon die ganze Zeit in der Psychiatrie sehen, wo Menschen, die psychisch krank definiert werden, dann voll gepumpt werden, das Medikament bis oben hin. Ja, erst gestern hat mir jemand diese Geschichte erzählt, wie er seit Jahrzehnten da von einer psychiatrischen Anstalt zur nächsten da weitergereicht wurde, 4 Selbstmordversuche gemacht. Niemand hat ihm letztlich geholfen, niemand hat ihm zugehört, niemand wollte mit ihm reden, niemand wollte auch seine Lebensgeschichte wissen. Ja. Interessiert nicht. Ja. Also diese Art von Medizin interessiert sich für die Menschen nicht. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Die interessiert sich für den Körper, für irgendwelche Dinge, Blutwerte oder sowas, was man messen kann, die interessiert sich dafür, in diesem Körper manipulativ einzugreifen, jetzt sogar noch genmanipulativ in das Immunsystem einzugreifen. Aber für dich als Mensch, für die bist du nur eine Nummer. Ja, ist überhaupt nicht wichtig. Und findest du auch kein Gehör. Also von daher würde ich sagen, diese Art von Medizin, die sich da entwickelt hat, die vor allen Dingen auch an Gewinninteressen, Profitinteressen interessiert ist, die wird dir nicht helfen. Ne? Also da finde ich, ist schon auch wichtig, dass man erkennt, letztendlich für meine Gesundheit bin ich selbst zuständig. Und ich laufe da nicht wegen jedem Symptom, das ich habe, zum Arzt und in der naiven Vorstellung, der wird mich jetzt gesund machen. Der wird dich nicht gesund machen. Der wird dir vielleicht helfen, das Symptom zu unterdrücken, aber dafür kriegst du ein anderes Symptom, wenn du die Ursachen für das, warum du jetzt diese Krankheitssymptome hast, wenn du die nicht anschaust, dann wird sich da nichts verändern. Im Gegenteil, du wirst immer tiefer, was ich dann als Psychologe sage, in deine Spaltung, deine psychische Spaltung hineingetrieben. Ja, und irgendwann geht es halt dann nicht mehr. Das heißt, der einzige Weg ist, aus dieser Täter-Opfer-Dynamik auszusteigen, die wirklich bei sich zu erkennen. Aber das ist ja gar nicht einfach. Ich meine, vielleicht kann man noch ein bisschen ins Opfersein gehen, aber bei Tätersein, das wird ja total ausgeblendet, ja. Wenn man mal so eine Schlussfolgerung zieht und sagt, also was macht Gewalt? Gewalt mit der menschlichen Psyche. Dann kann man sagen, die traumatisierte menschliche Psyche. Und was ist jetzt eine traumatisierte menschliche Psyche? Sie ist eine gespaltene Psyche. Ja, weil du das, was du da durch die Gewalt erlebst, deine Todesängste, deine Verlassenheitsängste, diesen unerträglichen Schmerz, der da ist, auch die ohnmächtige Wut, die da ist, auch die unaushaltbare Scham oder teilweise auch der Ekel, der entsteht, zum Beispiel bei sexuellen Trauma. Also das alles musst du alles abspalten. Ja? Das musst du alles in dir abspalten. Und das musst du irgendwie schaffen, aus deinem Bewusstsein fernzuhalten. Und dafür haben wir dann die Überlebensstrategien. Ja? Das heißt also, jeder Mensch, der Gewalt erlebt, wird traumatisiert. Und Traumatisierung bedeutet Spaltung, Aufspaltung in 3 verschiedene Strukturen. Die gute Botschaft dabei ist, wir haben immer noch gesunde psychische Anteile. Also unsere gesunde Psyche ist in dem Fall, in dem Sinne unkaputtbar. Du kannst sie nicht völlig zerstören. Sie wird immer da sein. Aber du hast ja dann zu kämpfen mit diesen abgespaltenen Traumagefühlen und kämpfst letztendlich mit deinen Trauma-Überlebensstrategien gegen dich selbst.
Also das Gewaltopfer, das Opfer erstmal von der Gewalt eines anderen Menschen geworden ist, wird sozusagen zum Gewalttäter sich selbst gegenüber. Gewalt, kann man sagen, die ein Mensch erlebt, die stürzt ihn in eine totale Verwirrung. Ja, da stimmt hinten und vorne stimmt nichts mehr. Ja. Also solange du in deinen Überlebensstrategien bist, kannst du sagen, da bist du nur noch durcheinander, verwirrt und nicht mehr klar. Also man sieht, das ist auch wichtig, das ist auch eine wichtige Botschaft von diesem Video hier, unbewusst, ja, wie diese unbewussten, frühen Gewalterfahrungen, die eben nicht den meisten Menschen überhaupt nicht klar sind. Auch mir war das doch überhaupt nicht klar, welches Drama ich schon in meinem Leib, im Bauch meiner Mutter erlebt habe, wie das mich, der Geburtsprozess, wie das mich beeinflusst hat, ja, wie das mein ganzes Leben, meine Psyche, mein Erleben, wie ich die Welt erlebe, beeinflusst hat. Und deswegen brauchen wir so dringend die Aufklärung, dass die Menschen, die eben solche suizidalen Fantasien haben oder die eben solche Gewaltfantasien haben, ja, sie können die ganze Welt mit in den Abgrund reißen, ja, dass die innehalten, Stopp machen und sagen, hier, stopp, was ist denn da los mit mir? Ja? Was geht da ab in mir? Ja? Ich muss mir das genauer anschauen. Es hilft nichts weiter mit diesen ganzen Überlebensstrategien, diesen Täterhaltungen, diesen Opferhaltungen da weiterzumachen. So ein Stopp, aufhören damit, sofort auf der Stelle aufhören damit und mit sich selbst auseinanderzusetzen, ja? Um eben nicht noch mehr Schaden anzurichten, als er schon vorhanden ist.